Herzlich willkommen zur ersten Folge des Shitterviews. Hallo? Guten Tag. Gut hierher gefunden? Ja, natürlich. Okay, ich wohne im Zimmer nebenan, Alter. Nicht so? Bro, da sag ich nicht nein, Mann. Okay. Herzlich willkommen zur ersten Folge des Shitterviews. Heute mit Marius. Hallo, guten Tag. Du darfst dich, wenn du möchtest, kurz einmal in diese Kamera ein wenig vorstellen, damit die Leute wenigstens wissen, wer du bist. Zwischen den ganzen Millionen Zuschauern, die ich habe. Hau doch einfach mal raus. Hi, ich bin Tarek, man nennt mich auch Marius, fragt nicht wieso. Genau, und ich bin Marius und ich skate und ich weiß gar nicht, was man noch Spannendes über mich sagen kann. So. Das werden wir im Laufe des Interviews heraus. Ah ja, super, genau. Ja. Ich habe gerade nicht ganz aufgepasst, aber du bist ja langjähriger, erfahrener Skater. Dann meine erste Frage, was macht das Skaten so besonders? Ich glaube, diese Leidenschaft könnte man bei allem und jedem Hobby verspüren, auch wenn der Satz wahrscheinlich grammatikalisch keinen Sinn macht. Ich würde nicht sagen, dass Skaten im Vergleich zu anderen Sachen etwas besonders macht. Für mich ist es besonders, weil ich diese Leidenschaft, die ich beim Skaten spüre, bisher nirgendwo anders gespürt habe. Ich dachte, jetzt kommen eher so Joke-Fragen und jetzt kommen habe ich sie ernst Das ist ein ernstes Interview. Okay, ja. Du studierst soziale Arbeit, sehe ich das richtig? Ja. Für was anderes hätte es auch nicht gereicht, oder? Nee, ist safe nicht, Alter. Ich sage nur, bestanden ist bestanden. Was war in deinem Studium bisher der größte Bruh-Moment? Also das sind so die ersten beiden Sachen, die mir einfallen. Es gab bestimmt noch so ein paar Bra-Moments hier und da, weil ich sag mal so, es gibt auch viele Allmanns und du weißt, die sind sehr Bra-Moment-affin. Aber tatsächlich war es mal so, dass ein Dozent einen Witz gemacht hat. Ja, der Witz war überhaupt nicht böse gemeint, es war auch gar kein schwarzer Humor oder so, es war einfach nur ein Witz, den er eigentlich auf Kosten von sich selber gemacht hat. Das hat aber eine Dame im Publikum nicht verstanden und ist auf diesen Witz eingegangen und hat diesen Dozenten ja ein bisschen versucht zur Schnecke zu machen. Und das ist jetzt zwar nicht so gelungen, aber ich dachte nur so, Bro, weil ich mag eigentlich alle Leute in meinem Studiengang, aber wenn es um Brown Moments geht, ist sie oben dabei. Hat sie eine dubiose Haarfarbe? Nein, tatsächlich nicht. Was gibst du dem Yankee with no brim Meme? Wow, Yankee with no brim! Das ist eine sehr gute Frage. Also ich dachte schon so, wo bleiben jetzt die tiefgründigeren Fragen, Alter? Also der Yankee with no brim Meme. Ich sag mal so, der Yankee has no brim, Alter. Vielleicht werde ich mir auch eine Yankee anlegen und die Brim einfach selber abschneiden. Werden wir mal schauen. Also der Yankee with no brim Meme, soll ich das auf einer Skala geben? Ja. Ich sag eine Bratwurst, ordentliche Bratwurst. Ja? Eindeutig. Okay. Wichtige Frage, über die haben sich schon Sokrates und Platon unterhalten. Was hältst du von Menschen, die extra zu McDonald's fahren, um sich Eis und Pommes zu kaufen und um das dann gemeinsam zu verspeisen? Wir haben uns ja schon öfters über das Thema unterhalten. Privat sind wir ja sehr kultiviert unterwegs. Wir sitzen nämlich schon öfter hier so am Tisch und trinken den Edelstoff. Aber ich finde es gut, dass du mir die Plattform gibst, das nochmal in die Welt rauszugeben. Ich hatte nie den Drang, es zu probieren. Aber die Leute, die das feiern, die haben mir immer so krass gesagt, du musst es probieren. Und dann habe ich das probiert und ich muss ganz offen und ehrlich sagen, es schmeckt kein bisschen anders, als ich es erwartet habe. Es schmeckt, wie wenn du Pommes in Eis gedippt hast. Ich finde den Geschmack nicht super nice und ich muss auch sagen, es schmeckt einfach genauso, wie man es sich vorstellt. Das heißt, um auf die Frage zurückzukommen, was du von diesen Menschen hältst, welches Adjektiv beschreibt diese Menschen am präzisesten? In dieser Situation in Bezug auf Pommes und Eis sehr, ich sag mal, aufdringlich. Sei ehrlich, welche Behinderung würdest du mir diagnostizieren? Da gibt's einige. Cola oder Sprite? In Kino Cola, in Mac ist Sprite. Schule oder Studium? Studium, for real, Digga. Schule, get the fuck out of here, Mann, Alter. Ich bin so froh, dass ich das hinter mir hab. Bananen oder Birnen? Bananen. Ich habe das irgendwo mal gehört, aber ich kann das einfach nicht glauben. Furzen Frauen auch? Ich weiß nicht, ob ich das jetzt ernsthaft... Sind die Kameras aus? Ich habe schon mal eine Frau furzen hören. Ich konnte es selber nicht glauben, Bro. Also, Digga, ich weiß, das war ein Schock, Mann. Digga, mir kommen jetzt schon die Tränen, wenn ich daran denke. Oh mein... Bro, ich wusste nicht, dass das Interview emotional wird, Mann. Ich hab selber nicht geglaubt, Bro. Können wir kurz... Aber hey, so, letztendlich lernt man ja auch aus solchen Sachen. Ich gebe dir folgende Aufgabe. Vervollständige folgende Sätze mit einem Wort oder mehreren Wörtern. Ich habe mir statt einer PS4 eine Xbox One gekauft. Ich glaube, ich bin Reasonable. Ich habe mir statt einer PS4 eine Xbox One gekauft. Ich glaube, ich bin Ein PS4-Spieler.
Soll ich die Frage nochmal wiederholen? Bro. Ich habe mir statt einer PS4 eine Ach so, Xbox oh One Junge. Ey, ich hab so schlecht geschlafen, Digga. Ich hab so schlecht geschlafen. Ich habe mir statt einer PS4 eine Xbox One gekauft. Ich glaube, ich bin... Nicht in der Lage, Spider-Man PS4 zu spielen. Ist ja noch sehr freundlich. Ich campe in Videospielen und schaffe so auch mal einen Kill. Meine Eltern sind... Geschwister, Ananas gehört auf Pizza. Dazu liebe ich es auch täglich. My Little Pony zu schauen. Okay, wir spielen jetzt ein Spiel und zwar es heißt Who Dat Boy. In Who Dat Boy werde ich dir Bilder von Personen zeigen und du sagst mir, wer das ist und was diese Person macht. Okay. Okay, wer ist das? Das ist eine Frau, glaube ich, auf TikTok, die immer so dance, so als hätte sie Epilepsie oder sowas. Und wie heißt diese Dame? Ich nenne sie mal Rosemary Jones. Das ist Charlie D'Amelio. Sie ist bekannt für Dinge wie den Renegade. Das hast du schon mal gut gemeistert. Okay, wer ist das hier? Ich glaube, das ist das Obama? Fast. Ich glaube, es ist ein Politiker aus Belgien. Das ist Barry und Barry ist südafrikanischer Priester. Ah, okay. Ja. Wer ist das? Oh, das Hier habe ich noch ein Bild. aber das ist die gleiche Person. Das ist die gleiche Person. Ja, also da war es halt, ja, ich sag mal so. So ein Notfall. Wir spielen ein weiteres Spiel und zwar das Spiel heißt Lachst du, verkackst du. In Lachst du, verkackst du zeige ich dir ein Video und du versuchst nicht zu lachen, sonst endet das Video. Sind Sie bereit? Sobald ich auf die Leertaste drücke, geht's los. Okay. Nicht schlecht. Das ist ja genau was passiert. Walla, Bruder, mach nicht diese 3, 2, Ich kenn's. 1. Ich möchte, dass du das nochmal anschaust.